Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Es gibt was Neues im Bereich der Filterfotografie. Und zwar hat die Firma Case es geschafft, das Runde ins Eckige zu packen. Was das für einen Sinn macht, das schauen wir uns mal zusammen im Video an. Case hat jetzt also das Runde ins Eckige gebracht. Aber warum macht es Sinn, das Runde ins Eckige zu bringen? Ja, es macht tatsächlich Sinn, denn das Runde ist in dem Fall ein CPL-Filter. CPL-Filter, also ein Polfilter, ist ja klassischerweise ein runder Schraubfilter, den ich auf mein Objektiv schraube. Firma Case hat jetzt das Runde ins Eckige gebracht, und zwar haben sie einen CPL-Filter in einen Rechteckfilter integriert. Das Ganze sieht dann hier so aus. Ich habe auch einen der ersten hier gleich mal zum Testen bekommen und muss schon sagen, ich war von der Idee tatsächlich positiv angetan. Grundlegend habt ihr den ersten Vorteil, das Ganze ist markenübergreifend nutzbar. Das heißt, ihr könnt ihn mit jedem anderen Filterhalter nutzen, mit dem ihr 100er Steckfiltersysteme nutzen könnt. Das heißt, wenn euer Filterhalter eine 100er Steckfilterplatte aufnehmen kann, dann könnt ihr auch diesen entsprechenden CPL-Filter von Case hier nutzen. Wo ihr nicht nutzen könnt, ist, wenn ihr schon einen Filterhalter von Case habt, denn dann ist er nämlich ziemlich sinnlos eigentlich. Denn wenn ich den normalen K9 von Case habe, das ist nämlich der hier, dann ist ja schon ein magnetischer CPL-Filter integriert, den ich ganz einfach hier vorne einklicke und dann hier mit meinem netten Einstellrad hier einstellen kann. Also wenn du den K9 sowieso schon hast von Case, dann macht es keinen Sinn oder wenig Sinn, dir diesen Einsteck-CPL zu kaufen. Es sei denn, du hast ein Sonderobjektiv. Ich hatte euch ja schon mal eins vorgestellt, wo nämlich genau das Problem war, dass die Gegenlichtblende hier so weit in den K9 reingeragt hat, dass man den magnetischen CPL nämlich nicht mehr nutzen kann. Dann ist er tatsächlich für dich interessant, aber das wird tatsächlich eine ganz kleine Gruppe von Nutzern nur sein. Also, wir gehen mal davon aus, du hast einen Rechteckfilterhalter, so wie ich ihn hier habe, entweder von einer No-Name-Firma oder von K&F oder wem auch immer. Dann ist tatsächlich der CPL hier mit Einsteckfunktion definitiv interessant für dich. Erster Vorteil, habe ich ja schon gesagt, es ist markenübergreifend. Das heißt, du bist nicht angewiesen auf einen bestimmten Hersteller, du kannst es in jedem anderen Filterhalter benutzen. Nummer 2 ist natürlich der Aufbau und die damit verbundene wirklich geringe Stärke dieses CPL. Wenn wir uns mal einen klassischen Schraub-CPL angucken, dann ist diese Filterplatte ungefähr ein Viertel so dick nur wie ein klassischer CPL. Das bringt natürlich Vorteile mit sich beim Fotografieren, denn je mehr Aufbau du natürlich auf deinem Objektiv vorne hast, je eher besteht das Problem, dass du wahrscheinlich eine Vignettierung in den Bildecken bekommst. Und das ist tatsächlich, gerade wenn du weitwinklig fotografierst, 17 mm oder noch weitwinkliger, dann ist das ein Problem und das ist oft sehr ärgerlich, weil du musst im Nachhinein dein Foto dann croppen und hast eben nicht mehr dieses weitwinklige Foto, was ja eigentlich dein Objektiv hergeben würde. Wenn euch die Filterfotografie im Übrigen interessiert und du dich jetzt bis jetzt gefragt hast, was ist denn ein CPL, warum sagt er nicht einfach Polfilter dazu oder was auch immer, dann kann ich dir tatsächlich mal einen Blick in mein Buch empfehlen, das es jetzt mittlerweile gibt, mit dem passenden Namen Filterfotograf, und da geht es ausschließlich um die Filterfotografie. Da sind solche Sachen beschrieben, was ist ein CPL-Filter, wie funktioniert er, wann wendet man ihn an, das sind sehr schöne Beispiele auch mit bei, welche Auswirkungen hat das Ganze, wann brauchst du einen ND-Filter, wann brauchst du einen Verlaufsfilter, wie kombiniert man ND- und Verlaufsfilter miteinander, wofür braucht man einen bunten Filter und so weiter und so fort. Also alles, was dich zur Thematik Filterfotografie interessieren könnte, das steht in meinem Buch. Verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. So, jetzt schauen wir uns doch aber mal an, wie sieht es denn klassischerweise aus, wenn ich einen entsprechenden CPL-Filter mit einem Rechteckfiltersystem kombinieren möchte. Das heißt, ich bin irgendwo an der See, ich möchte eine tolle Aufnahme vom Sonnenuntergang machen. Da nutze ich in erster Linie natürlich ein CPL, um Reflexionen aus der Wasseroberfläche rauszubekommen. Wenn ihr nicht wisst, wie der Eindruck ist, was passiert mit und ohne Filter, zeige ich es euch hier mal. Ich war nämlich mit dem neuen Filter hier von Case auch schon natürlich an der Ostsee fotografieren und ich kann euch hier mal ein Bild zeigen. So sieht es aus, wenn ich jetzt quasi in den Sonnenuntergang hinein fotografiere. Ich habe keinen CPL, das heißt, ich habe keinen Polfilter, ich habe alle Spiegelungen noch im Wasser drin und auch der Himmel ist ziemlich ausgebrannt. In der Situation würde ich definitiv als erstes natürlich einen CPL-Filter nutzen, um die hellen Bereiche im unteren Bereich hier rauszunehmen. Und zusätzlich nehmen wir dann noch
einen Verlaufsfilter. Verlaufsfilter, ganz klar, um den oberen Bereich im Himmel abzudunkeln. Jetzt müssen wir aber beides miteinander kombinieren. Und das machen wir mit einem entsprechenden Filterhalter. Wie sieht jetzt der klassische Aufbau aus? Du hast einen CPL-Filter, einen Schraubfilter, den schraubst du natürlich als erstes auf dein Objektiv. Der CPL-Filter, der ist aber zirkular. Das heißt, er ist ja dann nicht fest, sondern er ist drehbar. Das heißt, du musst ihn drehen können, damit du entsprechend die Position dir raussuchst, in der die Spiegelungen verschwunden sind bzw. reduziert sind, in dem Fall auf der Wasseroberfläche. Jetzt haben wir die Spiegelung raus, jetzt möchten wir aber vielleicht ein bisschen länger belichten. Das würde noch mit einem ND-Filter gehen. Jetzt brauchen wir aber zum Beispiel einen Verlaufsfilter, um zum Beispiel den Horizont, den oberen Teil ein bisschen abzudunkeln. Und dafür brauchen wir dann einen entsprechenden Filterhalter für einen Rechteckfilter. Grundlegend ist es ja so, wenn ihr keinen K9 habt von Case, wo dieser Filterhalter natürlich schon magnetisch drin ist, dann kommt jetzt dieser Filterhalter für die Rechteckfilter natürlich auf den CPL noch vorne zusätzlich drauf. Das heißt, wir haben schon mal einen ziemlich großen Aufbau und dann ist es tatsächlich in den meisten Fällen schon so, wenn ich das jetzt in der Kombi benutze, habe ich definitiv schon eine Vignettierung drin. Das ist schon der große Nachteil. Das heißt, ich muss jetzt aber zusätzlich noch diesen CPL hier oben drauf schrauben. Den Filter auf den CPL, den Filterhalter. Jetzt dreht er sich aber und da ist schon das grundlegende Problem. Denn du musst hier immer so ein bisschen dann, ich möchte vorne jetzt nicht reinfassen, aber das ist hier so ein ganz klassischer Filterhalter, der ist eigentlich, der ist gruselig, weil du bringst extrem viel Zeit, er hält jetzt ein bisschen, er ist nicht richtig raufgeschraubt. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, diese beiden Filter, obwohl es ja gehen soll, es muss ja gehen, miteinander zu kombinieren. Wir lassen es jetzt mal so, es hält, es fällt nicht ab. Okay, so. Das heißt, wir haben jetzt den CPL-Filter, den müssen wir aber eindrehen. Wenn wir die Spiegelung rausnehmen wollen, müssen wir ihn drehen. Das machen wir jetzt. Das ist aber der Filterhalter schräg. Ich sag mal, jetzt wäre die Position, in dem die Spiegelung aus dem Wasser raus ist. Und jetzt haben wir das Problem, dass natürlich mein Horizont schief wäre. Wenn ich jetzt nämlich hier meinen Verlaufsfilter einpacke, dann ist der mal ganz klassisch schief. Das brauche ich aber in dem Fall gar nicht, weil ich bin zum Beispiel an der See, habe eigentlich einen geraden Hintergrund. Das heißt, ich mache meinen Filterhalter wieder gerade, jetzt ist aber mein CPL-Filter wieder verdreht. Und das ist ein nettes Spielchen, was man hier spielen muss, bis das Ganze richtig ausgerichtet ist. Und das kann tatsächlich auch mal eine Weile dauern. Und wenn du Pech hast, dann ist die Sonne nämlich schon untergegangen. Aber dann hast du nach dem Sonnenuntergang zumindest deinen Filter entsprechend ausgerichtet. Also wirklich, wer weiß, wie schnell die Sonne untergeht, da hast du manchmal für dieses perfekte Licht hast du manchmal nur 3-4 Minuten Zeit. Und wenn du dann damit zu tun hast, noch dein CPL und den Verlaufsfilter einzudrehen, das ist schon ärgerlich. Das kostet auch viel Zeit. Die Zeit kann man sich sparen und man kann sich den ganzen Aufbau sparen, und zwar mit dem neuen entsprechenden Filter hier von Case. Das ist nämlich tatsächlich wirklich mal eine geniale Idee. Ich versuche das mal auseinanderzubauen. Zwar nehmen wir mal als erstes den Verlaufsfilter raus und jetzt müssen wir natürlich hier das Ganze wieder runterschrauben. Oha, habt ihr gehört, das hat sogar ein bisschen geknackt. Also richtig drauf war es definitiv nicht. So, also den können wir uns nämlich sparen hier, den CPL-Filter. Das heißt, wir haben schon wesentlich weniger Aufbau. Der ist nämlich tatsächlich hier Standard-CPL-Filter ziemlich groß vom Aufbau. Und jetzt heißt, wir schrauben jetzt erstmal den Filterhalter direkt drauf. Hat schon mal den ersten Vorteil, dass wir wesentlich dichter raufkommen und jetzt auch keine Vignettierung zum Beispiel in den Bildecken hätten. Jetzt haben wir natürlich aber keinen CPL-Filter, also den kriegen wir ja nicht anders hier irgendwie befestigt. Aber dafür gibt es natürlich den neuen von Case. Der ist nämlich ganz einfach hier einzuschieben in den ersten oder zweiten Slot, wie euch das beliebt. Und dann schiebt ihr den ein und dann seht ihr schon, der Filterdurchmesser hier meines Objektives hat 82 mm. Der Filter, der hier integriert ist, der ist wesentlich größer nochmal. Das heißt nicht nur für sehr große Objektive geeignet, sondern auch tatsächlich im Weitwinkelbereich, wenn ihr spezielle Filter dort Aufsätze habt. Das heißt also sehr groß, noch größer als 82 mm habt, ist das immer noch ausreichend, um dort zu fotografieren im Weitwinkelbereich. So, und jetzt machen wir das ganz einfach. Wir brauchen nämlich den eigentlichen Filterhalter jetzt erstmal nicht drehen, sondern wir drehen nur hier oben an diesem kleinen Rad. Und dann seht ihr schon, in diesem Filterhalter, der nicht zur Firma Case gehört, ist wirklich ein sehr günstiger Filterhalter, können wir problemlos hier diesen CPL-Filter drehen. Und dann können wir zusätzlich hier zum Beispiel noch unseren Verlaufsfilter vorne einstecken. Die meisten Filterhalter, die es gibt, auch die sehr günstigen, haben 2 und 3 oder manche sogar mehr Slots, in die ihr vorne Filterplatten einschieben könnt. Und dann könnt ihr also alles problemlos miteinander kombinieren. Das heißt, ihr habt jetzt den CPL-Filter drin, ihr könnt einen ND-Filter und noch einen Verlaufsfilter vorne reinmachen. Perfekt. Und ihr habt keinen gesonderten Aufbau. Also der Filterhalter kommt nicht nochmal extra nach vorne. Und hier könnt ihr ganz easy peasy, wenn ihr nämlich jetzt sagt, Mensch, Horizont ist schräg, ich brauche das Ganze in den Bergen, möchte es ein bisschen anders ausrichten, dann könnt ihr das drehen und den CPL-Filter, den dreht ihr hier. Müsst ihr nicht extra noch einen Filterhalter drehen oder sonstiges. Also ziemlich geniale Idee und auch eine wirklich sehr gute Umsetzung von der Firma Case, muss ich hier an dieser Stelle schon sagen. Und wie gesagt, absolut markenunabhängig,
passt in jeden Filterhalter, wo ihr klassische 100er Filterplatten, Einsteckfilter, Rechteckfilter hier benutzen könnt. Aus dem Grund wirklich genial. Die Fotos, die ich gemacht habe an der Ostsee, sprechen für sich. Die habe ich nämlich tatsächlich hier auch mit diesem Filterhalter gemacht. Ich kann euch das hier auch noch mal kurz im Video zeigen, wie sich das verändert, wenn ich nicht nur den Filterhalter hier eingeschoben habe bereits. Ich habe dann nochmal einen Verlaufsfilter mit eingeschoben und dann habe ich zusätzlich, als der Verlaufsfilter schon drin war, mit dem CPL hier nochmal die Reflexion im unteren, vorderen Bereich in den Steinen rausgenommen. Funktionsweise also wirklich sehr, sehr gut. Natürlich materialtechnisch ist Nano beschichtet das Ganze, das heißt Wasser und Öl und Fett und sowas, das perlt hier super davon ab. Gleiche Qualität, wie ihr es eigentlich sonst auch von den Case-Produkten gewohnt seid. Tja, ich glaube, der Vorteil, den dieser Filter hier, der runde Filter im Eckigen mit sich bringt, der dürfte wohl klar sein. Ich bin da echt von begeistert. Gehäuse, Aluminium, fässt sich auch sehr, sehr hochwertig an, ist jetzt nicht so ein Plastikklapper irgendwas. Definitiv schönes Produkt, haben sich tatsächlich mal welche Gedanken gemacht, was kann ein Fotograf wirklich gebrauchen. Das mit diesem Aufbau, mit den großen Filtern, das ist schon tatsächlich ein Problem. Sinn macht es keinen, wenn du schon die K9 hast. Es sei denn, du hast jetzt ein ganz ausgefallenes Objektiv. Ich hatte ja in einem meiner letzten Videos eins vorgestellt, wo eben das Problem war, dass die Sonnenblende so groß war, dass sie eben nicht mehr in den K9 passte. Dann kannst du alternativ natürlich zum K9 noch diesen entsprechenden Einsteck-CPL kaufen. Ansonsten für alle geeignet, die einen normalen Filterhalter haben, die sonst hier mit so einem Dreh-CPL sich schon mal die Finger abgebrochen haben. Ihr Lieben, das soll es gewesen sein zur Neuvorstellung des Runden im Eckigen, also dem neuen Einsteck-CPL von der Firma Case. Lasst mir dazu doch mal gerne eure Gedanken unter dem Video in Form eines Kommentares da. Und ansonsten, wenn euch mein Video und die Vorstellung natürlich gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.